Heute treffe ich nochmal den Wladimir von Dub. Die avatarisieren nicht nur Menschen, nein, die bauen auch eigene Welten, Metaverse. Und in so eins nimmt er mich heute mit. Da gehen wir in ein Smart Hospital. Das ist ein digitaler Zwilling eines Krankenhauses im Metaverse. Und was wir da machen können, das schauen wir uns an. Oh, bin ich denn hier gelandet? Sieht aber jetzt nicht nach einem Krankenhaus aus und hoppla, da liegt ja einer. Hey, hallo, hallo, ist alles okay mit dir? Er zuckt nicht, er sagt nichts. Mach ich denn jetzt? Wladimir, bist du auch da? Wladimir? Hallo Jürgen, ja, ich bin hier. Ich glaube, du bist bei der falschen Adresse gelandet. Aber auch hier passiert was Medizinisches. Ist hier so eine Trainingssession, wo der Patient, der auf dem Boden liegt, wiederbelebt werden muss. Das ist so eine Trainingseinheit für das Medical Device, den DeFi. Den kann ich jetzt hier im Metaverse auch bedienen, den DeFi. Du kannst das Gerät jetzt einmal triggern und dann müsste der Patient direkt reagieren auf den elektrischen Impuls. Ah, guck mal, funktioniert wunderbar. Den haben wir wieder zurückgeholt. Das ist ja wie bei einem echten Notfall. Absolut. Das ist der Vorteil von Simulationen im Metaverse. Jürgen, wir bewegen uns ja im Metaverse per Teleport. Das heißt also, wir würden jetzt mal in das Avatar-Krankenhaus teleporten. Wir gehen mal hier in einen Teleport rein, in diese Glastür hier, einfach durchgehen. Ah, du musst weiter links. Ja. Super, Jürgen. Ich bin drin, zack. Es ist das Avatar-Klinikum oder das Avatar-Krankenhaus, was wir gemeinsam mit der Universitätsmedizin Essen bauen. Wir sind ein Teil des sogenannten Smart Hospitals. Du zeigst gerade auf ein gerendertes Modell eines Schädels. Das sind CT-Daten. Diese werden auch gleichzeitig als CT-Daten auf den Bildschirmen rechts von dir dargestellt. Das heißt, die Expertinnen, der Experte hat hier die Möglichkeit, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt präoperativ diesen Patientenfall zu besprechen. Wir reden hier vom Avatar-Krankenhaus, aber das sind echte Daten dahinter? Das sind echte Patientendaten, die aus einer medizinischen Bildgebung kommen, um hier die Möglichkeit zu haben, das Implantat zu planen. Das Implantat, was du hier vorne siehst, könnte praktisch auf einem 3D-Drucker ausgedruckt werden. Was machen die beiden jetzt hier? Die diskutieren einen Fall. Das ist so ein Aneurysma, worum es geht. Teil des Smart Hospitals ist auch künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz kann in Zukunft als Advisor hinzugezogen werden. Das Smart Hospital rückt den Patienten in den Vordergrund. Und präventive Medizin spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und drin. Komm ruhig rein. Wow. Ich bin schon drin, das geht aber schnell. Das ist ein digitaler Zwilling eines real existierenden, also in der physischen Welt existierenden Schockraums. Und in einem Schockraum ist es wichtig, dass bestimmte Zusammenarbeiten im Team eng abgestimmt sein müssen, weil es geht um Leben und Tod. Was passiert denn überhaupt, wenn die was falsch machen? Naja, also der Vorteil ist natürlich, ein Avatar-Patient stirbt nicht und Fehler machen ist gewünscht. Siehst du noch weitere Vorteile, dass du das im Metaverse machen kannst und nicht vor Ort? Ja, natürlich. Also wir müssen den realen Raum nicht besetzen, sondern dieser kann genutzt werden, um Patienten zu besorgen. Und umwelttechnisch muss keiner der Trainees in den Raum fahren, sondern er kann von zu Hause aus im Raum trainiert werden. Ja, das klingt doch mal gut. Das ist doch ein super Umweltbeitrag. So Studien zeigen, dass 5% der Umweltverschmutzung aus dem Medizinsektor und den angrenzenden Industries kommt. Was passiert jetzt hier in dem Raum? Der Raum wird dafür genutzt, Auszubildende an den Geräten in der Bildgebung zu trainieren. In der physischen Welt ist das nicht so einfach möglich, weil die Geräte besetzt sind, um Patienten zu scannen. Bei Kindern, wenn man denen ermöglicht, bevor sie in so eine Bildgebungsröhre fahren, das mal vielleicht in der Immersion, also in der Virtual Reality zu erleben, ist das für die eine Vorbereitung. Ah, da ist auch wieder ein Teleporter hier drin. Ja, genau, da geht's in so einen Meditationsspace und wir wollen ja darüber sprechen, wo wird das in Zukunft eingesetzt, also auch bei Patienten. Und da ist das Mentale natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema.
mehr und mehr Studien zeigen, auch schon in ersten Anwendungen, dass die Immersion Menschen hilft, sich in bestimmte Szenarien zu versetzen. In der Schmerzmedizin, wo Patienten an die Antarktis gebeamt werden, um in der Kälte zu sein, während ein Wundwechsel stattfindet, hat sich gezeigt, dass die bis zu 60% weniger Schmerzmittel konsumieren. Wir glauben und unterstützen das, dass wir in der Therapie mehr und mehr die Immersion erleben werden. Habt ihr denn schon einen Avatar? Und wenn ja, würdet ihr mit ihm zum Arzt gehen? Schreibt es mal in die Kommentare.